Heute teste ich Smart Pattern und nähe mit dir eine Jeans. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Und heute teste ich Smart Pattern für euch. Mit Smart Pattern habe ich meine erste Jeans auf diesem Kanal genäht. Wir nähen zusammen diese Jeans. Das war die erste, die ich mit Smart Pattern gemacht habe und die schauen wir uns auch im Video an. Ich wollte unbedingt gleich den ersten Versuch mitfilmen, damit ihr eine ungefilterte Vorstellung davon bekommt, wie gut das geklappt hat oder eben auch nicht. Danach habe ich diese Jeans genäht. Das ist dieselbe, die passt dann schon ein bisschen besser noch, weil ich einfach ein paar Fehler nicht mehr gemacht habe. Und das ist dann die dritte Jeans, die ich damit genäht habe. Natürlich wurde das Ganze von Versuch zu Versuch etwas besser, aber alle drei Jeans sind wirklich, wirklich gut gelungen und alles, was nicht optimal ist, lag ausschließlich an mir. Ihr kennt mich ja. Ich zeige euch jetzt, wie Smart Pattern funktioniert. Auf Smart Pattern bin ich durch Zufall aufmerksam geworden. Ich habe einfach irgendwas Sinnloses im Internet gesucht, ich weiß es gar nicht mehr. Und da bin ich auf Smart Pattern gestoßen. Nachdem ich gesehen habe, was es da gibt, wollte ich das tatsächlich unbedingt ausprobieren. Aber was ist denn jetzt Smart Pattern eigentlich? Ich meine, ja, ich habe eine Jeans genäht, das wissen wir jetzt schon. Aber was ist denn smart an diesen Patterns? Und das zeige ich euch jetzt und das ist tatsächlich ziemlich cool. Bei Smart Pattern bekommst du Hosenschnittmuster für Damen und für Herren. Ganz normale Schnittmuster mit Konfektionsgröße, wie man das so kennt. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Schnittmustern, die einen Konfigurator haben und die man sich anpassen lassen kann auf das eigene Befinden, also was einem persönlich am besten gefällt und auf die eigenen Maße. Ich zeige das hier mal. Wenn man auf die Seite und auf die Schnittmuster geht, dann hat man gleich zu Beginn die konfigurierbaren Schnitte und darunter dann die sozusagen normalen Schnitte. Ich habe mich für den konfigurierbaren Schnitt Girlfriend Jeans entschieden und im Konfigurator kann ich dann von der Bundhöhe über Taschen, Sattelform einfach alles anpassen. Es gibt immer mehrere Auswahlmöglichkeiten. Klicke ich eine davon an, wird mir rechts angezeigt, wie das vorne und hinten aussehen würde, also was würde sich ändern. Wenn ich dann mit meiner Konfiguration durch bin, dass ich alles so angepasst habe, wie ich das gerne hätte, dann komme ich zu den Maßen. Und da muss ich jetzt nicht nur die Maße eintragen, sondern es wird mir auch ganz genau angezeigt, wo ich diese Maße nehmen muss. Die trage ich dann der Reihe nach ein, so wie es mir angezeigt wird, muss man da messen. Das sollte man natürlich ordentlich machen, damit das Ganze später richtig sitzt. Und wenn ich das Ganze dann bezahlt habe, also ganz normal den Warenkorb abgeschlossen habe, dann dauert es etwa einen Tag und ich bekomme einen Schnitt zum Ausdrucken, genau nach meinen Wünschen mit meinen Maßen. Dabei ist sogar noch eine Übersicht, wie man den Schnitt platzsparend auf Stoff arrangieren kann. Dazu habe ich eine Übersicht meiner Daten, also was genau habe ich bestellt. Wenn ich mir das ablege, weiß ich das später noch, sollten sich mal meine Maße ändern und ich möchte den Schnitt nochmal haben. Oder möchte ich eben genau diesen Schnitt nicht nochmal so bestellen, habe ich alles, was ich da geordert habe, nochmal zusammengefasst. Außerdem ist angegeben, welche Abkürzungen man braucht, um das Schnittmuster benutzen zu können, welche Materialien man benötigt, wie hoch der Stoffverbrauch ist, wie lange Reißverschlüsse sein müssen. Es steht alles für das eigene Schnittmuster einmal individuell dabei. Außerdem gibt es QR-Codes und wenn ich den ersten scanne, komme ich zum ersten Schritt und nach diesem Schritt steht immer der nächste direkt drunter und ich kann mich so durch die einzelnen Schritte von den Fronttaschen, Rücktaschen, Sattel, Reißverschluss, das ist immer eigenes Kapitel, eine eigene Anleitung. Da kann ich mich so durchhangeln. Wenn man sich mal irgendwo schwer tut, einen Schritt zu verstehen, das kann ja mal passieren, dass man irgendwie mit dem Bild nicht so viel anfangen kann, gibt es auch immer für alle Schritte ein Videotutorial. Oder ihr habt ja jetzt mein Video für die Jeans. Nachdem ich das alles hatte, habe ich das natürlich mal zugeschnitten und zugeschnitten sieht das Ganze dann so aus. Das ist erstmal relativ viel, vor allem weil es eben nicht nur die Schnittteile gibt, sondern auch Schablonen. Zum Beispiel für die Taschen. Ich finde das super genial, weil dann weiß ich, was ich tun muss und es ist halt wirklich durchdacht. Also ich muss es wirklich so sagen. Es ist übrigens keine Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt.
Ich fand es tatsächlich ziemlich genial. Und ihr kennt mich, ich und Schnittmuster, das ist eher ein ambivalentes Verhältnis. Aber eine passgenaue Jeans klang einfach zu gut, dass ich das nicht ausprobieren wollte. Und Hosen, gerade mit Übertritt, Untertritt, sind ja nun nicht das Einfachste, was man nähen kann. Da ist eine gute Anleitung natürlich erstmal Gold wert, dass man sich so reinfindet, wie funktionieren die Schritte. Ich habe schon Jeans genäht, habe mir jeden Schritt einzeln gesucht und alles abgepaust. Geht auch, aber das ist doch die etwas genauere Variante. Es empfiehlt sich natürlich auch nicht direkt mit einer Jeans anzufangen. Ich habe mich jetzt mit Lutherloh in diesen Videos einmal an Hosenschnitte generell rangetastet, um so ein bisschen wieder reinzukommen ins Gefühl. Und wenn man dann schon so 2 Erfahrungen gesammelt hat und sagt, jetzt möchte ich eine Jeans nähen, kann ich das hier als System tatsächlich extrem empfehlen. Und wie man so eine Jeans jetzt Schritt für Schritt näht, das gucken wir uns jetzt einmal an. Der erste Schritt sind die Taschenbeutel und dazu muss der Tascheneingriff verstärkt werden. Ich hatte da noch kein so ein Nahtband da, ich habe mir das erst später bestellt, also habe ich mir einfach Fließeinlage zugeschnitten und die aufgebügelt. Dann wird das Münzfach vorbereitet. Das hat links und rechts Knipse an der oberen Kante, das zeigt mir, wie weit ich das umbiegen muss. Da wird das Ganze 2-mal eingeschlagen, sodass die rohe Kante innen liegt, gebügelt und dann mit einem Ziergarn, wenn man das möchte, festgenäht. Die Seiten werden anschließend nach innen gebügelt und jetzt kommt das Ganze auf die Tasche. Wo das platziert werden muss, zeigt mir die Schablone. Da kann ich mir Markierungen setzen und muss das dann nur noch entsprechend auflegen. Vor dem Festnähen wird das jetzt ein wenig niedergeknüppelt mit dem Hammer. Dazu legt man auf jeden Fall ein Reststück Stoff drüber und kann dann die Ecken ein wenig bearbeiten. Dann ist das Ganze ein bisschen weicher und flacher und die Nähmaschine tut sich leichter und es wird gleichmäßiger. Beim Festnähen beginne ich jetzt von unten, nähe einmal hoch zur oberen Kante, ganz knappkantig am Rand entlang. Oben nähe ich dann 2 Stiche nach innen. Also nicht zur Kante, sondern entgegengesetzt und wieder nach unten. Dann kann ich einmal am Rand unten entlang nähen und das auf der anderen Seite wiederholen. So habe ich jetzt eine schöne Ziernaht, das ist schön abgesteppt und das hält auch ordentlich. Anschließend habe ich das noch gesäumt mit der Overlock und zwar auf beiden Teilen. Jetzt brauche ich die beiden Taschenbeutel. Laut Anleitung ist es Geschmackssache, ob man die rechts oder links vor sich legt. Das kommt drauf an, was man innen sehen möchte. Bei mir war es egal, weil der Stoff von beiden Seiten gleich aussieht. Darauf kommen die beiden Taschenteile, die wir vorbereitet haben. An der unteren runden Kante stecke ich mir das dann auf den Taschenbeutel und nähe das da knappkantig auf. Anschließend nehme ich meine Vorderhose, da haben wir den Ausschnitt verstärkt und lege die mit der rechten Seite zu mir. Darauf kommt jetzt das vorbereitete Taschenteil. Hier habe ich den Taschenbeutel aufgenäht oder das Taschenteil auf den Beutel aufgenäht. Ich weiß nicht, wie man das Ding nennt. Und das lege ich jetzt mit dem Ausschnitt passend natürlich auf die rechte Seite der Vorderhose und zwar so, dass das Aufgenähte unten liegt. Man sieht das hier, also man sieht hier nur die Naht. Das aufgenähte Teil liegt nach unten zur rechten Seite der Hose. Das stecke ich fest und nähe dann an der Kante oben entlang. Das habe ich jetzt hier gemacht und jetzt muss diese Rundung natürlich eingeklipst werden. Es wird empfohlen, dass man den Taschenbeutel und den Jeansstoff einzeln einklippt und zwar so, dass die Klipse immer genau versetzt sind. Dann legt sich das wohl noch schöner. Da habe ich auch wieder was gelernt, das wusste ich auch noch nicht. Anschließend wird der Taschenbeutel gewendet und auf die linke Seite gebügelt, damit das alles ordentlich liegt und dann festgesteckt. Jetzt kann man das mit Ziergarn wieder absteppen. Jetzt will ich den Taschenbeutel schließen. Dazu lege ich die Hose zuerst mit der rechten Seite zu mir und klappe dann das Hosenbein weg, so über den Taschenbeutel hinweg. Jetzt kann ich den Taschenbeutel rüberklappen, dass die Seiten alle stimmen, das feststecken
und zusammennähen. Ich habe das dann noch mit der Overlock versäubert, das wäre aber gar nicht unbedingt nötig, denn jetzt wird das Ganze gewendet und nach dem Wenden, gebügelt natürlich, nochmal eine Naht gesetzt, sodass die eben genähte Naht, die rohe Kante, eingeschlossen ist. Jetzt lege ich die Hose mit der rechten Seite zu mir. Ich habe jetzt hier das Schnittteil nochmal aufgelegt und dort, wo die Knipse sind, mir Nadeln reingesteckt. Wenn du lieber Knipse machst, dann mach Knipse. Ich habe es jetzt so gemacht. An diesen Knipsen oder in meinem Fall Nadeln werden jetzt die Taschenecken ausgerichtet. Das ist deshalb wichtig, weil die ein wenig so konstruiert sind, dass die nicht ganz flach liegt, sondern ein bisschen absteht, sodass man leichter reingreifen kann. Fun Fact an der Stelle, was ich total schätze, ist, dass die Taschenbeutel auch groß konstruiert sind. Das heißt, da passt mein Handy rein. Ich hasse nichts mehr, als wenn ich Taschen habe und da nichts reinmachen kann. Große Klasse, finde ich richtig gut. Und jetzt, wenn ich das hier so ausrichte, sieht man schon, dass sich das so ein bisschen beult. Das ist so gewollt, eben damit man da schön reingreifen kann oder eben auch was reinmachen kann. Durch das aufgenähte Jeansteil auf den Taschenbeutel habe ich jetzt hier 2 Lagen und das liegt jetzt natürlich an der Vorderhose an. Und da kann ich jetzt an einer Seite anfangen zu nähen und das knappkantig einmal die komplette Länge entlang nähen, sodass das an der Vorderhose festgenäht ist und die Taschenbeutel zusammengenäht sind. Jetzt brauche ich die beiden Vorderhosen, Über- und Untertritt, den Reißverschluss und ich habe eine Schablone dabei, wie das später abgesteppt werden muss. Wir beginnen mit dem Untertritt, der wird rechts auf rechts gelegt, festgesteckt und an der schrägen kurzen Kante mit der Nahtzugabe von 1 Zentimeter zusammengenäht. Die am Bruch liegende Ecke kann man dann schräg einschneiden, damit sich das besser wenden lässt und die Ecke auch schön ausformen lässt. Vorne schaut dann noch ein bisschen was raus von der Nahtzugabe, das kann man auch noch wegklipsen. Und dann wird das Ganze gebügelt, damit das ordentlich liegt. Jetzt brauchen wir die linke Vorderhose. Jetzt wird diese Nahtzugabe, die hier übersteht, weggekürzt, das sind 7 mm. Nur auf der linken Vorderhose, auf der rechten bleibt das stehen. Jetzt brauche ich den Übertritt. Der wird jetzt mit der Kante auf die eben geschnittene Kante gelegt. Und zwar rechts auf rechts und festgesteckt. Unten hat er einen Knips. Bis zu diesem Knips wird genäht, aber nicht über diesen Knips hinaus. Damit ich das nicht übersehe, habe ich mir hier eine Nadel quer gesteckt. So sieht das jetzt aus und hier, wo mein Knips ist, schneide ich jetzt bis zur Naht beide Lagen einmal ein. Jetzt kann ich den Übertritt auf die Nahtzugabe wenden, sodass die Nahtzugabe nach links liegt und der Übertritt darauf. Und das eingeschnittene Teil lege ich mir auf die Vorderhose. Und jetzt kann ich den Übertritt auf die Nahtzugabe knappkantig draufnähen. Außerdem habe ich das noch gesäumt mit der Overlock. So sieht das aus. Und auch den Untertritt habe ich einmal mit der Overlock versäubert. Dann wird das Hosenteil auf links gewendet. Ich habe mir jetzt hier noch die Tasche weggesteckt, damit mir die einfach nicht rumbaumelt und im Weg ist. Und jetzt wird der Übertritt auf die linke Seite geklappt. Da stecke ich mir das Ganze einmal fest, damit das ordentlich liegt. Bügeln schadet natürlich auch nichts. Habe ich in dem Fall nicht gemacht, weil es wirklich so schon sehr gut lag. Und jetzt muss ich dieses eingeschnittene Teil einmal ordentlich auf meinen Schritt legen, also wo später die Schrittnaht sein wird. Denn das wird jetzt zusammengenäht, indem ich das Ganze gemeinsam versäubere. Im gleichen Zug versäubere ich auch die Kante der rechten Vorderhose. Nach dem Versäubern habe ich dann den Übertritt noch an der Kante knappkantig mit Ziergarn abgesteppt. Jetzt brauche ich die rechte Vorderhose. Da markiere ich mir oben von dieser Nahtzugabe 7 mm nach innen und 15 mm von oben. An dieser Markierung lege ich jetzt meinen Reißverschluss an. Die Zähne schauen dabei nach unten auf die rechte Seite der Hose.
Oben bei den 15 Millimetern beginnt der Reißverschluss an sich, also nicht das Band, sondern der Zipper bzw. der Stopper bei den Zähnen. Wenn das Reißverschlussband oben über die Hose rausschaut, ist das völlig in Ordnung. Das tut es bei mir auch ein kleines Stück. Jetzt wird der Reißverschluss festgenäht. Dazu habe ich den zuerst mal aufgemacht, damit mir der Zipper gleich nicht im Weg ist. Und ich habe einen normalen Fuß benutzt, keinen Reißverschlussfuß, weil der Reißverschluss nicht knapp an den Zähnen, sondern knapp am Band entlang festgenäht werden soll. Da kann man sich zur Not auch die Nadel noch ein bisschen verstellen. Wer sich leichter tut, kann aber natürlich einen Reißverschlussfuß nehmen. Bei mir hat das jetzt so gut gepasst. Nachdem ich ein Stück genäht habe, habe ich den Reißverschluss wieder geschlossen, damit er mir gleich unten nicht im Weg ist, der Zipper. Und dann kann ich den restlichen Weg nach unten nähen. Dann wird das umgeklappt, so dass die Nahtzugabe innen liegt und der Reißverschluss mich jetzt ansieht, die rechte Seite. Und dann wird das mit Kontrastgarn nochmal knappkantig abgesteppt. So sieht das jetzt aus bei mir. Jetzt kann ich das andere Hosenteil drauflegen, beide Teile rechts auf rechts, mir die Schrittkurve zusammenstecken und dann an der Kurve entlang zusammennähen. So sieht das jetzt aus. Jetzt brauche ich die Kante mit der Ziernaht und dort 7 mm von der Kante weg mache ich mir eine Markierung. An dieser Kante kann ich jetzt die andere Seite ausrichten, also die Kante der anderen Jeans-Vorderseite. So, man sieht es ja hier. Das stecke ich mir fest, oben mit einem Clips und den Rest mit Nadeln. Und dann drehe ich die Hose um. Jetzt habe ich hier meinen Übertritt und darauf den Reißverschluss liegen. Und dadurch, dass wir das festgesteckt haben, wissen wir jetzt auch genau, wo der Reißverschluss hin muss. Jetzt kann man sich den auf den Übertritt stecken. Obacht, nur auf den Übertritt, nicht auf die Vorderhose selbst. Und dann kann die andere Seite des Reißverschlusses am Übertritt festgenäht werden. Auch hier wird wieder knappkantig vom Bandrand genäht, nicht knappkantig an den Zähnen, weshalb ich hier wieder einen ganz normalen Nähfuß verwendet habe. Das ist jetzt, wie es aussieht. Ich prüfe, lässt sich der Reißverschluss öffnen und schließen und das funktioniert wunderbar. Und jetzt habe ich hier den Übertritt. Der wird auf die Vorderhose gesteppt. Da im selben Zug auch die Naht, die Schrittnaht abgesteppt wird, lege ich mir jetzt die Nahtzugabe in eine Richtung, in meinem Fall war das jetzt nach rechts, und stecke mir die Kante fest, sodass die ordentlich liegt. Dann schaue ich, dass auch das wieder auf meiner Markierung liegt und klipse mir oder stecke mir das fest, damit mir das nicht mehr verrutschen kann. Dann schaue ich, dass mein Untertritt gerade liegt, sodass ich mir da keine Falten reinnähe und lege die Hose wieder drauf. Ich gucke jetzt hier noch, dass die Tasche auf jeden Fall aus dem Weg ist und habe mir da noch eine Ecke weggesteckt. Und jetzt kann ich mit der Schablone einzeichnen, wo die Steppnaht entlang läuft. Dazu lege ich das bündig an der linken Kante und oben an, stecke mir das einmal drauf, dann muss ich das nicht festhalten. Und markiere mir mit einem Stift, den ich auch sehen kann, diese Linie und die Rundung unten entlang. Die Schablone kann ich jetzt wieder abnehmen. Jetzt sollte ich meine Markierung gut sehen. Und zur Sicherheit, dass das alles flach und gerade liegt, kann ich mir meinen Übertritt auch nochmal feststecken. Dann wird diese Linie entlang gesteppt und gleich auch die Schrittnaht mitgemacht. Es gibt 6 Varianten, die in der Anleitung beschrieben sind. Da kann man sich die Variante aussuchen, die einem am besten gefällt. Das ist persönliches Gusto. Ich habe jetzt als erstes 2 parallele Nähte meiner Schablone entlang praktisch gesetzt. Einmal genau auf der Markierung und einmal etwas daneben und habe dann die Schrittnaht gemacht und zwar von unten angefangen, nach oben, habe da dann ein paar Stiche nach innen genäht und wieder nach unten. Ob du das genau so oder anders machst, auch nur mit einer Naht, alles ist möglich. Guck dir da an, was dir persönlich am besten an Jeans gefällt. So sieht jetzt mein Ergebnis aus. Na, unten habe ich eine kleine Kante in der Rundung drin, aber ich glaube, es ist verschmerzbar. Insgesamt gefällt mir das sehr gut. Jetzt lege ich meine Hose mit der linken Seite so vor mich, dass ich hier die Nahtzugabe einzeln liegen habe, also dass das Hosenteil weggeklappt ist. Darauf kommt jetzt der Untertritt mit der versäuberten Seite. Das ist ein bisschen frickelig, denn das ist wirklich ziemlich knapp.
aber mit Geduld kriegt man auch das hin. Das wird nämlich jetzt aufeinander genäht. Und zwar eben nur an diese Nahtzugabe. Wenn der Untertritt festgenäht ist, wird der über den Reißverschluss geklappt und einmal festgesteckt. Denn der bekommt jetzt links unten in der Ecke einen Riegel, damit der nicht rumflattern kann, sondern damit er da fixiert ist. Den Riegel setzt man zwischen die zwei Linien unten an der Rundung. Ich habe dafür einen enger gestellten und schmaler gestellten Satinstich genommen. So sieht das Ganze jetzt aus und das sieht doch schon sehr nach einer Jeans aus. Wenn ich jetzt meinen Reißverschluss öffne, wie man das so kennt, hat man den Untertritt, der aber nicht irgendwo wegklappen kann, weil der durch den Riegel fixiert ist. Jetzt brauche ich die beiden Hinterhosen und die beiden Sattel dazu. Die Sattel müssen so liegen, dass bei der Schrittkurve das Teil liegt, was höher ist. Aber es gibt auch Knipse in der Hose und Knipse im Sattel, sodass man sich eigentlich gar nicht vertun kann. Wenn das jetzt so richtig liegt, dann klappen wir das rechts auf rechts, stecken das fest und das wird dann als erstes zusammengenäht. Und weil ich sogar gelegentlich schlaue Momente habe, habe ich hier die Nahtzugabe nachgemessen, was gut war, denn das waren 1,5 Zentimeter. Ich habe hier eine Saumhilfe benutzt, damit ich meine 1,5 Zentimeter einhalte, weil ich ja dazu neige, immer straight auf 1 Zentimeter zu gehen, weil ich immer 1 Zentimeter Nahtzugabe mache. Und danach habe ich das Ganze noch mit der Overlock versäubert. Dann habe ich die Nahtzugabe nach unten gelegt, also zum Hosenbein, habe das Ganze gebügelt und mit Ziergarn wieder zweimal abgesteppt. Erstens sieht es schön aus, zweitens liegt es dann gut. So sieht das jetzt aus. Jetzt können beide Teile rechts auf rechts gelegt werden. Dabei achte ich natürlich drauf, dass meine Sattelnaht, also das, was ich eben festgenäht habe, dass das schön aufeinander liegt, damit das später nicht einen großartigen Versatz drin hat. Dann stecke ich mir das die ganze Strecke entlang, nähe das einmal mit der angegebenen Nahtzugabe zusammen und versäubere das im Anschluss mit der Overlock. Und das sieht jetzt bei mir so aus. Ich finde, meine Nähte treffen sich ziemlich gut, keine 100%, aber ganz nah dran. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und jetzt muss ich da die Naht auf jeden Fall wieder runterhämmern, weil die ist natürlich jetzt mega, mega dick. Und wir wollen jetzt natürlich die Schrittnaht noch absteppen. Und das habe ich dann hier schon gemacht. Jetzt kommen die Poppes-Taschen dran. Dazu habe ich hier mein Schnittteil für die beiden Taschen. Und ich habe eine Schablone. Auf der Schablone ist angezeichnet, wie die Ziernaht gemacht werden soll. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann, die auch beschrieben sind. Das war bei mir jetzt hier alles keine Option. Also habe ich mir überlegt, wie kriege ich jetzt das auf meinen Stoff. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach das in der Mitte rauszuschneiden und dann die Linien an der Kante entlang nachzufahren. Und da setze ich dann einfach 2 Nähte mit Ziergarn. Das habe ich jetzt hier gemacht und ich habe mir noch ein kleines Motiv ausgesucht, das ich meine Nähmaschine habe sticken lassen. Und jetzt kann ich weitermachen. Jetzt habe ich hier Klipse an den Seiten. Das ist die Nahtzugabe. Die ist eigentlich überall mit Klipsen beschrieben, was super praktisch ist, wenn man das mal verstanden hat. Und jetzt falte ich den oberen Rand einmal bis zu den Klipsen und dann von den Klipsen aus abwärts, kann das bügeln und dann da auch wieder mit Ziergarn das Ganze absteppen. Dann gibt es eine weitere Schablone, dazu drehe ich mir das Ganze mit der linken Seite nach oben. Die kann ich jetzt auflegen und weiß genau, wo meine Nahtzugabe ist und wie viel ich da umbügeln muss. Also es ist wirklich für alles eine Schablone dabei. Man muss ehrlich sagen, es ist richtig durchdacht gemacht. Für Idioten wie mich ist das perfekt. Und jetzt muss ich einmal die ganzen Ränder umbügeln. Und wenn ich das gemacht habe, sieht das so aus. Jetzt müssen diese Taschen natürlich platziert werden auf der Hose. Dafür gibt es, wie könnte es anders sein, eine Schablone. Für Menschen wie mich ist das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Gerade für so ein schwieriges Projekt wie eine Jeans.
Jetzt gucke ich, welche Seite die richtige ist, wenn ich die Schablone so rum habe, lege mir die einmal an diese Kante und einmal an die obere Kante und stecke mir das fest. Jetzt kann ich gucken, welche Tasche die richtige ist, welche passt genau in meinen Ausschnitt und die lege ich da jetzt rein und dann kann ich mir auch die feststecken. Danach kann ich die Schablone wegnehmen, drehen, auf die andere Seite machen und auch da die Hosentasche feststecken. Und so sind die jetzt auf beiden Seiten gleich. Dann können die Taschen angenäht werden. Dazu habe ich wieder mit Ziergang eine Naht ganz knappkantig gesetzt und dann eine zweite daneben, so dass die Nahtzugabe eingeschlossen ist, das Ganze ordentlich hält und schön aussieht. Da auf jeden Fall Zeit lassen, eventuell eine Hebamme benutzen oder auch hier die dicken Nähte wieder ein bisschen niederhämmern. Und bei mir sieht das jetzt so aus. Jetzt können die beiden Innennähte geschlossen werden. Dazu lege ich als erstes die Schrittnaht aufeinander, dass die auch wirklich passt. Später verdreht sich dadurch nichts und es sieht auch nicht irgendwie unschön aus. Wenn die festgesteckt ist, kann ich von da aus nach links und nach rechts unten stecken. Da gibt es noch Knipse, weil es je nach Schnitt sein kann, dass man ein Hosenbein ein wenig, also ich glaube die Vorderseite war es, ein wenig dehnen muss. Das war bei mir nicht der Fall, ich konnte das einfach aufeinanderlegen. Da musst du bei deinem Schnittmuster einfach gucken, wie das für deinen Körperbau gemacht ist. Nachdem das zusammengenäht und versäubert ist, wird das wieder zweimal abgesteppt mit Ziergarn, wie wir das schon überall anders gemacht haben. Bei mir sieht das jetzt so aus und das sieht richtig ordentlich wie nach einer Jeans aus. Jetzt geht's an die Außenseiten. Die werden zuerst mit der Overlock versäubert, also nicht wie innen zusammennähen und dann versäubern, sondern alle Seiten einzeln zuerst versäubern. Dann wird das zusammengesteckt und zusammengenäht. Wenn man hier eben Clipse hat, dass man was ausdehnen muss, darauf achten, dass man das auch hier wieder macht. Wenn das zusammengenäht ist, kann oben noch ein Stück die Naht auch niedergesteppt werden. Ich habe das nicht gemacht, weil mir das jetzt nicht so gefallen hat. Das ist aber in der Anleitung beschrieben, dass man das machen kann und das ist Geschmackssache. Jetzt geht's an den Bund. Wir brauchen die Gürtelschlaufen, das ist ein sehr langes Stück. Wir brauchen den Bund und zwar wurde der zweimal im Bruch ausgeschnitten. Und wir brauchen Fließeinlage für den Bund, 2 Stück, die am Ende die gesamte Länge ergeben, für eine Seite. Als erstes habe ich die Fließeinlage auf einen Bundstreifen aufgebügelt und in der Mitte überlappen die beiden sich ein wenig. Jetzt muss ich gucken, was oben ist und die Bundstreifen haben so eine abgeschrägte Ecke. Diese abgeschrägte Ecke ist oben. Und jetzt kann ich die beiden Streifen als erstes rechts auf rechts legen, so dass immer die abgeschrägten Ecken sich treffen. Wenn der Bund zusammengesteckt ist, wird der an den Hosenbund rumgesteckt, also rumgeklipst, damit man einmal jetzt die Länge bestimmen kann. Innen, wo der Reißverschluss innen ist, bleibt es 1 cm überstehen, das ist meine Nahtzugabe. Und dann stecke ich das Ganze von Clips zu Clips und am Ende weiß ich dann, wie viel ich abschneiden muss. Auch da muss der Zentimeter Nahtzugabe natürlich stehen bleiben. Dann kann ich das wieder abmachen und zusammennähen. Jetzt kann ich die Ecken einkürzen, damit das gleich nicht im Weg ist, wenn ich das wende und ich habe die Seiten ein wenig gekürzt. Dann kann ich das Ganze einmal umdrehen, die Ecken schön ausformen und natürlich bügeln, ganz wichtig. Wenn ich die Kante oben bügel, bügel ich unten auch gleich die Nahtzugabe nach innen und zwar rund um 1 Zentimeter. Jetzt wird das Gürtelschlaufenteil einmal auf einer Seite gesäumt mit der Overlock und dann umgebügelt und zwar so, dass die Overlock-Naht oben liegt. Und dann einmal komplett von oben nach unten durchgenäht. Jetzt habe ich hier so ein Teil dabei, das habe ich mir hier aufgeklebt, damit ich das nicht verliere. Das ist die Länge der Gürtelschlaufen. Und davon schneide ich mir jetzt 6 Stück raus. Das geht wunderbar auf, also wenn man keinen schönen Anfang hat, kann man den noch wegschneiden, das reicht auf jeden Fall. Jetzt lege ich mir meine Buntschablone um meinen Bund rum, denn da sind die Gürtelschlaufenpositionen markiert, das sind hier immer diese doppelten Striche und überall da, wo eine Gürtelschlaufe markiert ist, stecke ich mir die jetzt auf die Hose und zwar so, dass die schöne Seite, also die Seite, die die hübsche Ziernaht hat und nicht die Seite mit der Overlock,
auf der rechten Seite der Hose liegt. Die linke Seite mit der Overlock-Naht, die schaut mich an. Und das mache ich jetzt für alle Gürtelschlaufen. Danach kann ich den Bund anlegen. Die verstärkte Seite soll außen sein und die unverstärkte Seite soll innen sein. Den Bund habe ich jetzt innen, also mit der unverstärkten Seite, rundum festgesteckt und dabei geguckt, dass meine Ecken, die vorne auf dem Reißverschlussabschluss liegen, besonders schön liegen. Und dann geguckt, dass der Rest passt. Das muss ich ein bisschen dehnen, denn der Bund soll das Ganze ja ein bisschen zusammenhalten. Zumindest bei mir, da sitzt die Hose in der Taille und da geht mein Körper ja wieder zusammen. Und wenn ich das rundum festgesteckt habe, dann können wir das da, wo die Bügelkante ist, festnähen. So sieht das jetzt aus. Wir haben auch die Gürtelschlaufen gleich festgenäht. Jetzt kommt die Nahtzugabe von der Außenseite auch nach innen. Das Ganze wird auf der rechten Seite festgepinnt. Und zwar so, dass das genau oder gerade über der Naht liegt, die wir eben genäht haben. Da bietet es sich natürlich an, Garn in Stofffarbe zu nehmen. Sofern die mal irgendwo ein bisschen rausschaut, sieht man die dann nicht. Und das legt man jetzt Stück für Stück über die Naht. Dehnt das so weit, wie man es dehnen muss, dass das alles ordentlich liegt und steckt das fest. Und dann können wir auch da drüber nähen, allerdings wieder mit Ziergarn. Und das mache ich auch für die kurzen Seiten und oben für die ganze Länge, damit auch meine Bügelkante schön liegt und es einfach schön aussieht. Jetzt brauche ich meine Knopfschablone. Da mache ich mir vorne in das Runde ein Loch mit der Schere rein, damit ich weiß, wo mein Knopfloch anfangen muss. Das Ganze ist nämlich wieder eine Schablone und das kann ich jetzt auflegen und mir den Beginn meines Knopflochs markieren. Und von dieser Markierung aus muss ich jetzt nach hinten nähen. Das Ganze natürlich so lang, wie der Knopf ist, den ich mir auch aussuche dafür. Und je nachdem, ob man hier so einen automatischen Knopflochfuß hat oder nicht, gibt es verschiedene Varianten, Knopflöcher anzunähen. Da möchte ich jetzt hier aber nicht drauf eingehen. Bei mir macht es der Fuß quasi automatisch mit dem Knopfloch, das ich einstelle. Ich zitter trotzdem jedes Mal, weil Knopflöcher habe ich wirklich schon oft wieder aufgetrennt. Und wenn ich das fertig habe, dann kann ich das in der Mitte öffnen. Jetzt kann ich mein Knopfloch auseinanderziehen, wenn der Bund aufeinander liegt und mir in der Mitte eine Markierung machen. Da muss jetzt mein Knopf hin. Entweder du hast einen Knopf zum Annähen, dann legst du den mittig auf die Position, die du dir markiert hast und nähst den fest. Oder du hast dir so wie ich Jeansknöpfe geholt, dann muss da jetzt ein Loch rein. Und zwar ein relativ kleines. Das stanzt sich jetzt einmal durch und dann kommt der Dorn dieses Jeansknopfes von hinten nach vorne durch, sodass der Dorn auf der rechten Seite zu sehen ist. Darauf kommt jetzt der Knopf von dem Jeansteil. Und dann wird von hinten mehrmals mit einem Hammer da drauf geschlagen und dann bohrt sich dieser Dorn da rein und hält das Ganze fest. Jetzt fehlen noch die Gürtelschlaufen. Und zwar muss ich da jetzt erstmal auf der linken Seite von jeder Gürtelschlaufe eine Markierung machen bei 1,5 cm. Und die Gürtelschlaufen dann rechts auf rechts festnähen an der Markierung. Wenn alle festgenäht sind, kann ich die nach oben biegen, das, was übersteht, nach innen biegen und das bündig mit oben abschließen lassen, feststecken und da wird jetzt wieder mit Ziergarn, damit das Ganze einfach ein einheitliches Bild gibt, oben das Stück festgenäht und das sieht dann so aus. Jetzt müssen nur noch die Hosenbeine gesäumt werden. Ich habe im Schnittmuster nachgemessen, wie viel das ist, habe das Ganze zweimal eingeschlagen und gebügelt. Und auch da wieder mit Ziergarn abgesteppt. Das waren die einzelnen Schritte. Es ist schon relativ viel, gebe ich zu. Allerdings bekommt man von Smart Pattern tatsächlich auch alles an die Hand, was man braucht. Eben nicht nur die Schnittteile, auch Schablonen. Selbst für die Nahtzugaben gibt es Klipse. Das habe ich leider erst bei der zweiten Jeans geschnallt. Die erste ist mir ein bisschen zu weit, weil ich die Nahtzugaben nicht eingehalten habe.
Das ist aber kein Fehler von Smart Pattern, das ist ein Fehler von mir. Einfach weil ich nicht drauf geachtet habe, dass da die Nahtzugabe an den Beinen teilweise ein bisschen größer ist. Macht mir jetzt gar nichts, so sehen die Jeans auch nochmal alle ein bisschen anders aus. Aber seid darauf hingewiesen, das ist nicht wie bei mir immer mal bummeligen Zentimeter, sondern da gibt es unterschiedliche Nahtzugaben und die Clipse zeigen einem das auch an. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich habe die Jeans 3-mal genäht. Die dritte habt ihr gesehen, die sitzt jetzt natürlich wie angegossen, denn da habe ich auch keine Fehler mehr gemacht, weil ich schon so ein bisschen drin war. Wenn man sich da wirklich auf die Nahtzugaben konzentriert, dann sitzt mit Sicherheit die erste schon genauso gut. Aber ihr kennt mich ja, ich mache immer irgendwas und schau mal, was passiert und habe halt nicht so richtig aufgepasst. Selber schuld. An der ersten Jeans habe ich 6 Stunden genäht. Die anderen beiden gingen dann jeweils schon schneller, weil ich die Schritte schon kannte, nicht alles 2-3 Mal nachlesen musste, sondern schon so ein bisschen reinkam. Ich habe alle 3 Jeans an 3 aufeinanderfolgenden Tagen genäht. Das hat es natürlich auch einfacher gemacht, weil ich mir die Schritte einigermaßen behalten konnte. Was ich nicht gemacht habe und wo ich gemerkt hätte, dass ich bei der Nahtzugabe nicht aufgepasst habe an den Hosenbeinen, ist eine Anprobe. Es gibt auch ein Tutorial, wie man die Hose dafür vorbereitet, dass man sie anprobiert. Ich habe mir den Schritt mal wieder gespart, das ist natürlich eigene Dummheit, aber das sollte man unbedingt machen, dann passiert das auch nicht, was mir passiert ist, dass man eine Nahtzugabe falsch bemisst und einem das erst hinterher auffällt. Also unbedingt beim Ausmessen am Anfang, wenn ihr das Schnittmuster bestellt, ordentlich machen und den Schritt Anprobe nicht überspringen, so wie ich. Wenn du jetzt eine Anprobe machst und feststellst, da passt irgendwas nicht richtig und du guckst nochmal, Schnittmuster passt drauf, das ist richtig zugeschnitten und du guckst, was hast du denn für Maße angegeben und stellst fest, oh Mist, ich habe mich komplett vermessen, ich habe nicht aufgepasst oder ist mir ja letztens welches Video war das? Ich weiß gar nicht mehr, habe ich mich auch komplett vermessen. Es passiert. Dann kannst du dich an Smart Pattern wenden und die helfen dir, das dann anzupassen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein Service, den würde ich mir von mehr Firmen wünschen. Das ist halt krass, das hat man heutzutage kaum mehr irgendwo. Und deswegen wollte ich das unbedingt herausstellen, weil ich das tatsächlich ziemlich krass finde. Vor allem, sie helfen einem dann, obwohl man selber den Fehler gemacht hat. Also das Schnittmuster ist richtig mit dem, was man angegeben hat, aber man war halt dumm. Und trotzdem wird einem geholfen und das finde ich tatsächlich ganz große Klasse. Mein Fazit ist, das wirst du schon gemerkt haben, dass Smart Pattern tatsächlich ziemlich cool ist. Ich kann nichts zu den Schnitten nach Konfektionsgröße sagen, keine Ahnung. Ich kann nur was zum Konfigurator sagen und zu dem Schnittmuster und muss sagen, jemand wie ich, der Schnittmuster nicht besonders mag, ich weiß, ich erstelle selber welche, aber nur für Taschen, das gilt nicht. Für den ist es toll, weil mein Problem mit Schnittmustern sind vor allem diese Millionen von Linien. Und das habe ich bei Lutherloh nicht, weil ich es da halt nach meinen Maßen abpause. Und das habe ich hier nicht. Ich kriege einen Schnitt und der passt auch. Und das finde ich tatsächlich einfach nur genial. Vor allem diese unfassbar große Palette an Anpassungsmöglichkeiten. Wo hat man das? Das ist einfach super cool. Ich fand die Anleitung super gut verständlich. Ich habe an der einen oder anderen Stelle mal ins Video reinschauen müssen, aber dafür sind sie ja da. Also auch da hatte ich gar keine großen Probleme. Es ist alles dabei, Schnitt, Schablonen, Zusammenfassung, also auch da kein Mecker von meiner Seite. Im Gegenteil, ich war so begeistert, dass ich mir noch ein Schnittmuster für eine andere Hose bestellt habe. Die habe ich noch nicht genäht, das heißt, das Video kommt irgendwann. Mal schauen, wie es mir zeitlich rausgeht. Keine Jeans dieses Mal, sondern was anderes. Lasst euch überraschen. Und wenn du jetzt auch Lust hast, dir mit Smart Pattern eine Jeans zu nähen oder eine der anderen Hosen, egal ob du ein Schnittmuster nach Konfektionsgröße oder ein konfigurierbares willst, kannst du jetzt mit meinem Code SMART@babs10, ich blende das hier mal ein, 10% auf deine Bestellung sparen. Ich möchte aber dazu sagen, das ist keine Werbung. Ich wurde für dieses Video nicht bezahlt. Ich bin über die Schnittmuster gestolpert von Smart Pattern. Ich habe mir das geordert und ich habe dann die Firma kontaktiert und gesagt, ich finde das sehr, sehr cool. Ich werde da ein Video zu machen, ob ich einen Rabattcode haben kann. Also keine Werbung an dieser Stelle. Ich habe kein Geld für diese
Empfehlung erhalten oder so, sondern das ist tatsächlich einfach eine Empfehlung, weil das super gut funktioniert hat. Und im Nachhinein habe ich noch nach einem Rabattcode gefragt, damit sich das für euch noch ein bisschen mehr rentiert. Jetzt würde mich noch interessieren, ob du schon Jeans genäht hast und ob du vielleicht Smart Pattern schon kanntest und vielleicht sogar schon ausprobiert hast. Oder ob du sagst, hey, nee, das ist neu, das ist cool, da habe ich jetzt auch Lust drauf. Lass es mich mal in den Kommentaren wissen. Und wenn du wissen willst, welches zweite Hosenschnittmuster von Smart Pattern ich mir geordert habe, dann lass ein Abo da, damit du kein Video mehr verpasst. Aktiviere die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt. Und lass einen Like da und einen Kommentar. Das würde mich besonders freuen. Der Algorithmus hat meine Videos nach der Sommerpause immer noch hart im Griff und ziemlich downgerankt. Also es würde mich freuen, wenn wir das wieder ein bisschen pushen können. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video. Jetzt kommen noch ein paar Beauty-Shots, damit du dir die Jeans nochmal von vorne und von hinten richtig anschauen kannst. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Bleib kreativ. Tschüss.